Hallo und herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu 5 Minuten mit. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art und freue mich, heute einen besonderen Gast zu haben, nämlich Paul Del Pani. Hallo? Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist und dass du Zeit hattest für 5 Minuten mit Paul Del Pani heute. Was für eine große Freude. Und Paul hat im Vorfeld von mir Fragen zugeschickt bekommen, wo er ein bisschen Zeit hatte, sich zu überlegen, wie er heute antworten wird. Ob er das tatsächlich getan hat oder nicht, wir werden sehen. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist, sei doch bitte so nett und erklär uns doch einmal in 5 Wörtern, wie schaut denn deine Kunst aus? Oder wie würdest du dem Publikum deine Kunst beschreiben? 5 Wörter. Gut, fangen wir an. 5 Wörter. Ego, Ausloten, Fotografie, grenzenlos, kreativ. Da hätten wir die. Da hätten wir sie, die 5. Ja. So, aber wie war das noch einmal? Was war das erste? Ego. Was nochmal soll das sein? Also ich weiß schon, was Ego ist, ja. Jeder hat eines, ja, aber mit deiner Kunst, ja, in Verbindung. Also, ganz einfach, als Künstler musst du Ego haben. Du musst davon überzeugt sein, dass das, was du machst, das einzig wahre und richtige ist. Egal, was die anderen sagen. Also Ego als Grundvoraussetzung für jeden Künstler. Alles klar. Ja, super. Da hätten wir schon unsere erste Antwort. Wunderbar. Ja, dann machen wir gleich weiter, einfach würde ich sagen. Und da kommt schon die zweite Frage, die da lautet, sag uns doch, was inspiriert dich denn? Woher kommen die Themen, die Motive, das, was du in deiner Kunst bearbeitest und was motiviert dich denn überhaupt, Kunst zu machen? Das würden wir gerne wissen. Gut, gar nicht so einfach zu beantworten, weil was ist Kunst? Im Prinzip hab ich immer schon Kunst gemacht. Ja? Ich habe gezeichnet, angefangen als Kind, dann hat man Skizzen gemacht, dann hast du Skizzen von Dingen gemacht, die nicht mehr Zeichnen waren, sondern zum Beispiel Codeschnipsel beim Programmieren und dergleichen mehr. Also Kunst ist überall im Alltag, würde ich fast sagen. Du kannst sogar auch in deinem Beruf kreative Lösungen als Kunst verstehen. Die Frage ist, wie bringt man es nach außen? Das heißt, wie mache ich es sichtbar? Das ist wahrscheinlich das, was du meinst, nämlich mit was motiviert mich, Kunst zu machen oder Kunst zu präsentieren in dem Sinn. Das ist eine gute Frage. Ich habe immer schon sehr viel mit künstlerischen Dingen gearbeitet, also hauptsächlich mit Fotografie. Zuerst ganz klassisch, heute arbeite ich sehr viel auch mit Überarbeitungen, Überblendungen, Werken auch anderer Künstler, die in meine eigenen einfließen und so weiter. Das, also mehr oder minder collagenartig, auch dann weitergetragen im Sinne einer algorithmischen Bearbeitung, sprich den Computer hier zu programmieren, weiterzuarbeiten in der Kunst. Mit anderen Worten, was mache ich? Ich nehme Dinge her, die teilweise von mir stammen, teilweise von anderen stammen, die auch im Endeffekt aus meiner Umwelt stammen und interpretiere sie. Das ist das, was ich mache als Kunst und präsentieren will als Kunst. Also mit anderen Worten ist es so, dass sich die Inspiration, die liegt eigentlich überall, die ist Richtig. um dich herum und je nach Situation holst du dir dann die Dinge und das ist gleichzeitig auch die Motivation, nach vorne zu gehen und weiterzumachen, um dein eigenes Ding daraus zu machen. Kann ich das so sagen? Ja. Ja. Okay.
Es ist aber immer wieder ganz nett, wenn seine alten Sachen anzuschauen und zu sagen, okay, wie kann ich die heute neu interpretieren zum Beispiel. Machst du das auch? Mache ich auch, ja. Okay. Ja, ja von wegen präsentieren, dann sind wir schon eigentlich bei der nächsten Frage, weil da geht es nämlich genau um das, nämlich wie zeigst du deine Kunst in der Öffentlichkeit? Wo und wie kann man deine Kunst sehen? Oder ja, also im klassischen Sinne in Social Media, Homepage, wie auch immer. Erzähl uns doch ein bisschen. Ganz klassisch Social Media, also auf Facebook unter Paul Del Pani Art oder Instagram unter Paul Del Pani. Webseite pauldelpani.com ist in under construction. Für einen richtigen Künstler gehört sich das, dass das ein laufendes und ständig wachsendes und werdendes Projekt ist, bis es endlich einmal live gehen kann. Ja. Also eigenes Kunstwerk, die Homepage. Genau, die Homepage als Kunstwerk. Ein anderes Projekt ist derzeit in Bearbeitung in Zusammenarbeit mit dem Bezirk, wo ich am Meidlinger Markt öffentlich auch präsentieren möchte, also präsentieren im Sinne von projizieren. Wäre eine Idee, bin ich gerade mit dem Bezirk auch in Verhandlungen darüber, ob man da was zusammen machen kann. Das heißt, ich versuche schon eine gewisse Öffentlichkeit zu erreichen, als Künstler eben auch präsent zu werden. Aber im 12. Bezirk, weil du gerade sagtest, 12. Bezirk hast du ja auch dein Atelier, oder? Habe ich auch mein Atelier, ja. Da kann man auch Sachen von dir sehen. Richtig. Das Atelier Nunartig habe ich zusammen mit meiner Frau Sabina Lanun, die Keramikkunst macht. Und ich stelle dort hauptsächlich meine fotografischen Werke aus. Ja, wir ähnlich wie Panto haben wir einen Präsentationsraum. Ja. Nur ich bin nicht so fleißig wie Panto mit Öffnen und Präsentieren. Also ich habe immer Donnerstagnachmittag offen. Okay. Gut, nachdem du international ja auch viel unterwegs bist und meines Wissens auch Preise gewonnen hast, Biennale und solche Sachen, Biennale sage ich schon, Biennale, danke, und ähnliches, möchte ich jetzt einen Punkt wirklich, der ist ein bisschen, diese Frage ist immer knifflig für die Künstlerinnen und Künstler, weil sie nicht irgendwie genau wissen, was sie da tatsächlich antworten sollen. Ja. Daher jetzt auch an dich die Frage. Es geht nämlich darum, wenn du die Möglichkeit hättest, Möglichkeit in jeglichem Sinne, ein Kunstwerk zu erwerben von einem Künstler, von einem berühmten Künstler, wie auch immer, welches Kunstwerk wäre das, was du unbedingt besitzen möchtest oder würden möchtest und warum? Gut. Ich kann nur mit 2 Kunstwerken aufwarten. Okay. Eins ist Contemporary Art, Alex Katz, der, ich sage es einmal sehr euphemistisch, Bobo Street Art darstellt, in Großformat. Okay. Ja, und genau aus diesem Grund würde ich auch gern ein Werk von ihm besitzen. Okay. Weil ich finde das hat so richtig schönen Zynismus, die Reichen und Schönen im Großformat dargestellt mit, ich möchte nicht sagen verklärter Blick, aber er hat da so ein gewisses Etwas drinnen, das das Bild wieder an sich heraushebt und als zynische Kritik darstellt. Das ist Nummer 1. Das zweite? Die Höhlenmalerei von Lascaux. Nämlich mit dem Hintergrund, dass es bisher das erste bekannte, wirkliche Kunstwerk der Menschheit ist. Das fasziniert mich daran und deswegen hätte ich auch wirklich gerne dieses Werk. Ja, alles klar. Ja, super. Ja, irgendwie sind wir ja so
flott unterwegs und das flutscht so richtig. Daher auch Du musst die 5 Minuten füllen. ja, genau. Naja, aber ich glaube, die 5 Minuten sind noch, die schon vorbei sind, glaube ich. Aber die 5. Frage wäre schon da, weil du ja schon ein bisschen von Plänen geredet hast, der 12. Bezirk und öffentlich dort also zu präsentieren am Meidlinger Markt. Da geht gleich die nächste Frage in die Richtung, was können wir von dir erwarten? Was ist das Nächste oder wie schauen die Pläne aus für Paul Del Pani? Also, ich möchte auf jeden Fall in der nächsten Zeit die momentane Lockerheit in den Lockdown oder zwischen den Lockdown-Phasen nutzen. Wahrscheinlich im August oder Anfang September eine Vernissage auch zu machen. Seit 30. März 2020 hängt nämlich eine Ausstellung, die bis jetzt noch nicht gezeigt wurde, in unserem Atelier. Atelier Nunartig, ich habe es vorher schon gesagt. Das heißt, die möchte ich im August oder Anfang September noch machen, wozu natürlich alle herzlich eingeladen sind. Ich bin vom 14. bis 25. August im Rahmen der Biennale in Spazio SV Art in Venedig ausgestellt, in der Ausstellung Another Day in Paradise, mit einem ganz kleinen Werk, 40 x 1,40. Der Transport wird noch recht lustig da hinunter. Ja, ansonsten möchte ich, soweit es möglich ist, jetzt auch die Zeit nutzen, dann wieder mehr Vernissagen zu machen, die ja leider in der letzten Zeit schwer möglich waren. Bin auch weiterhin viel international unterwegs. Ich habe auch in Budapest gerade eine Ausstellung, allerdings Gruppenausstellung, keine Soloausstellung. Ja, und in dieser Art versuche ich jetzt weiter zu arbeiten. Wir haben natürlich auch Projekte, die sich auf gewisse Events beziehen, zum Beispiel Jazzfest Ascona, habe ich eine Serie von Jazzporträts, die, weiß ich jetzt gar nicht, 2017, 2016 schon mal ausgestellt waren. Wenn ich jetzt mal wieder nach Ascona komme, wollte ich mit dem dortigen Museum auch mal reden. Die haben jetzt gerade eine Ausstellung mit Jazzporträts, ob da ein Interesse bestünde, was ja auch ganz nett wäre und eine gute Synergie. Verstehe. Für mich als Künstler und für dort für das Event. Natürlich, also, ja. Das sind so die Ideen, aber das ist noch nicht ausgereift. Darüber sprechen wir, wann es soweit ist. Ich verstehe. Vor lauter Internationalität und unterwegs und wie auch immer, sieht man dich wieder im Pantoart? Lieber Band. Fishing for Compliments. Natürlich. Ja. Also, ich liebe es, hier bei dir auszustellen. Es ist immer reizend. Ich mache es wirklich gern. Ich sehe mich auch als, wie soll ich sagen, laufenden Beitrag. Du bist ein Stammgast. Künstler, ja, also hier. Definitiv. Ja, nein, ja, ich würde mich sehr sagen. freuen, bei dir wieder ausstellen zu dürfen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist also, oder mitmachst. Ja, klar. Also von mir aus mal wieder gerne. Ja, also wie gesagt, Stammkünstler sind sowieso gerne gesehen. Also ich verpflichte ja niemanden, aber... Du gibst doch immer wieder eine kleine Herausforderung mit deinen Themen. Aufgaben. Ja, stimmt. Lieber Paul, vielen Dank. Es war super nett und mit dir zu quatschen. Die 5 Minuten sind, glaube ich, schon lang vorbei, macht aber nichts. Wir werden eine eigene Sendung machen. Podiumsdiskussion mit Paul Del Pani zu einem Thema deiner Wahl. Irgendwann oder so. Alles klar. Danke nochmal. Und ich verabschiede mich hiermit und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 5 Minuten mit. Dankeschön. Herzlichen Dank.